Hallo, ich bin Thomas Weber, der Autor von Samsara, und ich möchte euch gerne die Spielregeln von meinem Spiel erklären. Samsara ist ein Spiel für 2 Personen ab 10 Jahren und eine Partie dauert ungefähr 20 Minuten. Enthalten sind das Spielbrett, 12 Spielsteine, 2 Zählsteine und 2 Würfel. Samsara ist erschienen im Verlag Gerhards Spiel und Design. Viel Spaß! Samsara ist ein Begriff aus dem Sanskrit und bedeutet dort das beständige Wandern, das Rad des Lebens, das sich unaufhörlich weiterdreht. Und genauso laufen die 12 Spielsteine auf dem Spielbrett unablässig im Kreis. Auf dem Spielbrett sehen wir einen in sich geschlossenen Weg mit 2 Spuren, die eine Spur mit runden Feldern, die andere Spur mit eckigen Feldern. Dazu sehen wir am Ende der Spuren jeweils ein Zielfeld für jeden der beiden Spieler. In der Mitte sind die beiden Zählleisten mit jeweils einem Zählstein. Eine Besonderheit ist, dass alle Spielsteine von beiden Spielern gleichberechtigt gezogen werden dürfen. Es gibt also keine Unterscheidung in deine und meine Steine. Ziel des Spiels ist es, dass ich mit einem der Spielsteine genau auf mein Zielfeld gelange. Das wäre zum Beispiel möglich in dieser Spielsituation, wenn ich eine 4 würfle, dann kann ich mit diesem Spielstein in 1, 2, 3, 4 Schritten genau auf mein Zielfeld ziehen, gebe mir dafür einen Punkt auf der Zählleiste und setze den Spielstein anschließend sofort wieder auf den Weg zurück, wo er ab sofort wieder mit den anderen Spielsteinen im Kreis läuft. Der andere Spieler hat das eckige Zielfeld und zählt deswegen auf der eckigen Zielleiste, und wer als erster 6 Punkte erreicht hat, hat das Spiel gewonnen. Wenn ich dran bin, werfe ich 2 Würfel und bewege dann für jeden der beiden Würfel einen Spielstein im Uhrzeigersinn vorwärts. Ich darf auch zweimal denselben Spielstein bewegen. Wenn ich zum Beispiel eine 4 und eine 5 geworfen habe, könnte ich laufen 1, 2, 3, 4, 5 und einen zweiten Stein 1, 2, 3, 4. Das heißt, ich zähle besetzte genauso wie leere Felder mit. Komme ich hier an die Kurve, laufe ich ganz normal weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Die eigentliche Spieldynamik kommt durch die Spurwechselmechanismen zustande. Es gibt 2 unterschiedliche Möglichkeiten, um mit einem Spielstein von einer Spur auf die andere zu wechseln. Angenommen, ich habe eine 4 gewürfelt, dann ziehe ich mit diesem Stein 4 Felder vorwärts, 1, 2, 3, 4, erreiche somit ein besetztes Feld, aber weil das Nachbarfeld auf der benachbarten Spur frei ist, kommt hier automatisch ein Spurwechsel zustande. Den zweiten Spurwechselmechanismus zeige ich mit einer 2. Wenn zu Beginn der Bewegung die beiden Kugeln auf benachbarten Spuren nebeneinander liegen, dann kann eine der beiden Kugeln zu Beginn der Bewegung die Spur wechseln und läuft dann 1, 2. Wie mächtig die Spurwechsel sind, möchte ich direkt an dieser Spielsituation zeigen. Diese beiden Spielsteine sind ohne weiteren Spurwechsel unmittelbar unterwegs zu diesem Zielfeld. Angenommen, der andere Spieler hätte jetzt eine 2 und eine 6 gewürfelt. Dann könnte er ziehen 1, 2, Spurwechsel, Spurwechsel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadurch sind die beiden Spielsteine von der runden auf die eckige Spur gewechselt und auf der gegenüberliegenden Seite läuft einer der beiden Spielsteine jetzt erstmal in Richtung des eckigen Zielfeldes, anstatt wie bisher in Richtung des runden Zielfeldes. Die letzte Regel für die Bewegung der Spielsteine besagt, dass auf diesen doppelt besetzten Feldern kein Spielstein landen kann. Angenommen, ich hätte eine 6 gewürfelt, dann kann ich nicht ziehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, weil hier schon die Felder mit 2 Kugeln besetzt sind. Um zu erklären, wie ein Spielstein, der das Zielfeld erreicht hat, anschließend wieder in den Kreislauf eingeführt wird, stelle ich hier kurz eine entsprechend interessante Konstellation her. Der Spielstein wird ausgehend von dem Zielfeld auf der gegenüberliegenden Seite von links nach rechts abprüfend auf das erste freie Doppelfeld gesetzt. Und zwar vom runden Zielfeld kommend auf die runde Seite.
Wenn Samsara nach Wettkampfregeln gespielt wird, werden 2 Partien gespielt, von denen jeder Spieler eine beginnt. Am Ende eines Spiels wird nicht nur der Gewinner festgestellt, sondern es wird ein Punktestand ermittelt. Wenn in diesem Fall zum Beispiel der Spieler mit dem eckigen Zielfeld das Spiel gewinnt, erhält er für den Gewinn 3 Punkte, weil der andere Spieler mit seinem Zählstein noch 3 Felder von dem mittleren Zählfeld entfernt ist. Eine besondere Situation entsteht, wenn der Spieler, der die Partie begonnen hat, als erster 6 Punkte erreicht. Angenommen, der Spieler mit dem quadratischen Zielfeld ist derjenige, der die Partie begonnen hat. Er könnte zum Beispiel mit einem letzten Wurf 2 und 3 sein Zielfeld genau erreichen. 1, 2, 3, 4, 5 und erreicht dadurch mit seinem Zählstein als erster das mittlere Zählfeld. Der Spielzug wird zu Ende geführt und der Mitspieler bekommt einen letzten Wurf. Angenommen, er würfelt eine 2 und eine 3. Damit kann er sein Zielfeld erreichen, 1, 2, und bringt ebenfalls seinen Zählstein auf das mittlere Zählfeld. Auch dieser Zug wird zu Ende geführt und jetzt erfolgt die Abrechnung. In diesem Fall werden die Siegpunkte über die Spielsteine auf dem Spielbrett bestimmt. Der Spieler, der mehr Steine auf seiner Seite liegen hat, gewinnt das Spiel. Dieser Spieler hat 8 Spielsteine auf seiner Seite, dieser Spieler nur 4. Deswegen gewinnt dieser Spieler das Spiel und erhält die Differenz 4 als Punktzahl gutgeschrieben.